Det Hasan, Lotu Kuli, kurdischer Fuchs, schwarze Mamba. Hintereinander begangene Morde, Massenexekutionen, Geldwäsche, qualifizierte Betrüger, Schleuserkriminalität, Drogen- und Waffenhandel. Diese Verbrechen begehen jetzt mitten in Istanbul. Die Türkei ist für diese Kriminellen zu einem regelrechten Anziehungspunkt geworden. Denn der Grund dafür, dass diese Mafia hier ist, besteht darin, dass sie wissen, dass das Verfassungsgericht nicht angewendet wird. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkede mafya ne düşünür? Eigentlich erleichtert die Türkei in gewisser Weise den Mafia-Organisationen so viel, dass ich es nicht beschreiben kann. Es gibt sogar Personen, die Aufenthaltsgenehmigungen oder sogar die Staatsbürgerschaft erlangt haben, indem sie einfach ein Haus im Wert von $400.000 oder mehr gekauft haben. Beginnt in der Mafia-Szene in der Türkei eine neue Ära? In den letzten Jahren haben sich Mafiaführer, die sich in der Türkei niedergelassen haben, mit ihren Auswirkungen auf die kriminelle Welt des Landes stark ins Rampenlicht gestellt. Sind sie bereit, die Namen der herausragenden Figuren unter den neuen Akteuren der Mafia-Welt in der Türkei zu entdecken? Bevor wir zum Video übergehen, vergessen Sie nicht, es zu liken, wie die Türkei zu einem Mafia-Stützpunkt wurde. Am 16. Januar 2013 wurde Aslan Usoyan, auch bekannt als Det Hasan und als mächtigster Mafia-Patron Russlands betrachtet, von einem Scharfschützen erschossen, als er ein Restaurant in Moskau verließ. Sein Rivale, der seinen Tod befahl, war ein Aserbaidschaner mit dem Spitznamen Geist, Rovshan Kaniyevdi. Die Organisation von Usoyan hat angekündigt, $5 Millionen Belohnung für die Person auszusetzen, die Kaniyevdi getötet hat. Die russische Mafia, die feststellte, dass Kanijew nach dem Mord an Det Hasan mit gefälschter Identität als Rövşen Aliyev in die Türkei geflohen war, entsandte im Februar ein 6-köpfiges Exekutionsteam nach Istanbul. Der 41-jährige Mafiaführer Kanijew, der mit einer Schutztruppe durch Istanbul flanierte, verließ am 18. August 2006 um Mitternacht das Hotel in einem Geländewagen. Allerdings wurde er kurz nachdem er 30 Meter zurückgelegt hatte, an der ersten Kreuzung von 3 Personen mit langläufigen und schallgedämpften automatischen Waffen beschossen. Sie eröffneten das Feuer auf den Luxusgeländewagen und töteten Hayalet Rovshan Kanijew mit insgesamt 65 Schüssen. Die Leiche wurde mit einem Privatflugzeug nach Aserbaidschan überführt und bei der Beerdigung, bei der es zu einem Gedränge kam, waren 10.000 Menschen anwesend. Nach dem Attentat übernahm Namukhaniev die Führung der Bande. Namukhaniev machte für dieses Attentat den unter dem Spitznamen Lotu Kulu bekannten Nadir Salifov verantwortlich. Nadir Salifov ist ein Georgier aserbaidschanischer Herkunft. Er war jahrelang in einem aserbaidschanischen Gefängnis inhaftiert. Bedrohung, Entführung, Mord, Erpressung. Er hatte ein Reich der Angst aufgebaut mit vielen Verbrechen. Er ist wiederholt mit seinem Rivalen, dem aserbaidschanischen Bandenchef Ali Haydarov, aneinandergeraten. Sie versuchten ihn zu töten, zuletzt am 9. Juni 2004. Ein Polizist, in einen Konflikt eingreifend, verlor sein Leben. Der einzige Angeklagte in dem Vorfall war Mahir Shukurov, der den Polizisten getötet hatte. Der am Tatort bekannte Nadir Salifov wurde nicht berührt. Nadir Salifov reiste 4 Jahre lang bis 2008 frei in der Türkei. Eine mögliche Antwort auf diese Frage findet sich in den Enthüllungen von Sedat Peker, dem lokalen Mafia-Boss der Türkei. Organize şube polisini öldüren bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getir. Derin devletimizin başı. Sedat Peker, ehemaliger Innenminister Mehmet Ağar, der sagte, dass Nadir Salifov ein Polizeimörder in den Aufzeichnungen der Polizeikräfte war. Er behauptete,
er habe den damaligen Polizeichef von Istanbul aufgefordert, ihn freizulassen. Koyuyorum. Herkesin gözünün önünde keseceğim. Telefon tespitlerine bakın, aradı mı? In einer Fernsehansprache äußerte sich der damalige Innenminister Süleyman Soylu wie folgt über Nadir Salifov. Dünyanın 12 mafyasından bir tanesi. Birçok insan geldi gitti. Şöyle olsun böyle olsun falan. Bunu yakaladık. Konuşturduk. Sonra da ülkesine deport ettik. Jedoch kehrte Nadir Salifov mit gefälschtem Reisepass und Identität in die Türkei zurück. Dieses Mal hatte er seinen Namen in Nazir Azizolu geändert. Die Türkei war für ihn ein sicherer Ort. So wie Sie sich in Ihrem Zuhause wohlfühlen, fühlte er sich innerhalb der Grenzen der Türkei wohl. Er befand sich im Schatten seines als Bruder betrachteten ehemaligen Innenministers Mehmet Ağar. Jedoch gab es etwas, was die türkischen Behörden nicht wussten. Die Bande von Rovshan Kaniyev wusste von Salifovs Rückkehr nach Türkei und sie wollten Rache nehmen. Die Bande von Kaniyev bat Nadir Salifovs vertrautem Mann, seinem rechten Arm Zeynalov, eine beträchtliche Menge Geld angeboten, um Nadir Salifov zu töten. Zeynalov schoss 2 Kugeln in Salifovs Kopf. Im Hotel brach ein Konflikt aus, bei dem Zeynalov verletzt wurde, aber es gelang ihm, aus dem Hotel zu entkommen. Er floh vom Tatort mit einem am Tor wartenden Auto. Die türkische Polizei griff ein und Zeynalov sowie der Fahrer wurden festgenommen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet und für diesen Mord wurden 12 Personen verantwortlich gemacht. Der Fall ist noch anhängig. Bleibt gespannt, ich habe noch nicht alles erzählt. Datum 8. September 2022. Istanbul, ein Luxusfahrzeug, wurde während der Fahrt von 2 Motorradfahrern durchsiebt und die Zielperson wurde getötet. Die Person, die einen Pass auf den Namen Predrag Popovic trägt und sogar eine Aufenthaltserlaubnis in der Türkei besitzt, ist der Anführer der Skaljari-Bande Jovan Vukotic. Wegen des Konkurrenzkampfes auf dem Drogenmarkt war Vukotic Feind mit der rivalisierenden serbischen Kavaki-Bande und war nach Türkei geflohen, um sich vor seinem Feind zu verstecken. Jedoch hatte Vukotic seinen Aufenthaltsort ermittelt. Um die Exekution durchzuführen, hatte er sich mit der Barış-Boyun-Bande arrangiert, die für ihre Motorradangriffe in der Türkei bekannt ist. Nach Angaben der Sicherheitskräfte hatte Vukotic der Barış-Boyun-Bande $1,5 Millionen für diese Exekution bezahlt. Im Auto, in dem Vukotic getötet wurde, befanden sich an 2 verschiedenen Stellen GPS-Geräte. Die Bande hatte Vukotic 4 Monate lang Schritt für Schritt verfolgt. Nach dem Vorfall wurde festgestellt, dass die feindlichen Kavaki-Führer Radoje Živković und Zdravko Perunović in Istanbul waren, um auch ihre Ermordung zu organisieren. Beide wurden erwischt, bevor sie fliehen konnten. Die Skaljari-Bande wollte Rache nehmen. 18. Oktober 2022, Ort Georgia. Nach der Exekution von Vukotic wurde Edip Yalcin festgenommen und kurz darauf freigelassen, nur um dann sofort nach Batumi zu fliehen, wo er erschossen wurde. 23. Mai 2023, Ort Abchasien, Motorradhinrichtung, Anführer der Bande, Peace Boys rechte Hand, Emircan Yilmaz und 2 Männer und Emircan Yilmaz wurden erschossen. 11. September 2023, Ort Athen. Ein Fahrzeug mit gefälschten Kennzeichen wurde auf dem Weg zum Flughafen für die Abreise nach Italien, wo sich der Barış-Boyu befand, von 6 Mitgliedern der Barış-Boyu-Bande exekutiert. Die Anführer der serbischen Kavaki-Bande, die für die Vollstreckung von Vukoticis verantwortlich waren, hatten sich in die Türkei niedergelassen. Der Zellenverantwortliche der Bande, mit dem Decknamen Amico, Milan Vujotic, hatte in Istanbul eine Residenz und eine Villa, wobei die Villa auf den Namen eines anderen gemietet worden war. Beide Adressen wurden von den Polizeikräften überwacht und Milan Vujotic wurde festgenommen. In der Türkei, dem Anziehungspunkt für Mafia-Aktivitäten, beruhigten sich die Gewässer zu jener Zeit nicht. In Istanbul wurde gerade eine Auseinandersetzung zwischen 2 mächtigen Mafia-Gruppen Zeuge. Datum 6. September 2023. Am Abend betraten 2 Personen auf Motorrädern das Gelände und eröffneten das Feuer auf eine Gruppe, die in einem Café saß. Die Gruppe reagierte auf dieselbe Weise und es kam zu einem Schusswechsel, der trotz der zahlreichen Menschen in der Umgebung mehrere Minuten dauerte. Die Angreifer waren geflohen, während die Gruppe im Café mit einem Minibus das Gelände verließ. Sie konnten jedoch nicht weit wegkommen. Das Polizeifahrzeug, das am Tatort eingriff,
stoppte den Minibus. Im Minibus befanden sich 5 Personen, die schwedische Staatsbürger waren. Sie wurden auf der Polizeiwache verhört und es wurden Razzien in den Wohnungen, in denen sie verweilten, durchgeführt. In den Wohnungen wurden zahlreiche Waffen und Drogen gefunden. Warum haben die Mafias aus Schweden, dem Land mit der niedrigsten Kriminalitätsrate der Welt, Istanbul gewählt? Denn der schwedische Staatsbürger Rawa Majid, einer der größten Namen auf dem Drogenmarkt in Schweden, kaufte ein Haus für $400.000 und erhielt auch die türkische Staatsbürgerschaft. Rawa Majid, ursprünglich ein kurdischer Iraker mit dem Spitznamen Kürt Tilki. Im Jahr 2020 hatte Schweden eine Operation gegen Rawa Majid und seine Organisation geplant. Sobald Rawa Majid von der Operation erfuhr, floh er nach Irak. Ein internationaler Haftbefehl wurde gegen ihn erlassen, aber Majid reiste mit gefälschten Papieren in die Türkei. Mit der gefälschten Identität kaufte er in der Türkei für $400.000 eine Villa und erlangte dadurch auch die Staatsbürgerschaft. Die Öffentlichkeit erfuhr zufällig von seiner Anwesenheit in der Türkei. Ein städtischer Mitarbeiter in Marmaris fand eine Tasche voller Geld im Park. Als er sie öffnete, stellte er fest, dass sie $12.000 enthielt. Der städtische Arbeiter ging zur Polizei und die Polizei identifizierte den Besitzer der Tasche anhand der Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Die Wahrheit kam durch die Fingerabdruckuntersuchung ans Licht. Der Besitzer der Tasche war der kurdische Fuchs Rawa Majid. Er wurde von der Polizei festgenommen. Aufgrund seiner türkischen Staatsbürgerschaft wurde er nicht an Schweden ausgeliefert. Es ist derzeit nicht bekannt, wo er sich befindet. In der jährlich vom Institut für Wirtschaft und Frieden veröffentlichten Liste der sichersten Länder der Welt belegt die Türkei den 149. Erneut findet eine Auseinandersetzung zwischen Mafiagruppen in Istanbul statt. In einem Einkaufszentrum in Istanbul wurden in einem Café Schüsse abgefeuert, in dem sich Dutzende Menschen aufhielten. 2 Gruppen, eine aus 7 Aserbaidschanern und die andere aus 6 Georgiern, hatten das Café für Verhandlungen ausgewählt. Beide Gruppen waren vollständig bewaffnet und bald darauf brach ein Konflikt aus. Bei der Überprüfung der Überwachungsaufnahmen stellte sich heraus, dass 5 Personen verletzt wurden. Die Polizei konnte nur 7 der Flüchtenden festnehmen. Die Verdächtigen gaben keine Aussagen ab, schwiegen und machten von ihren Rechten Gebrauch, bevor sie inhaftiert wurden. Der Staatsanwalt fasste den Vorfall als eine Angelegenheit von Schulden und Abrechnungen zusammen. Jedoch, gemäß den von der Polizei erhaltenen Informationen, war der Drahtzieher hinter dem Vorfall der Anführer einer internationalen Betrügerbande namens Ahmed Nazari. Denn einer der nach dem Schusswechsel Festgenommenen war Bilal Shahrur, Nazaris Partner aus dem Libanon. Sie hatten einen Millionen-Dollar-Coup gemacht und konnten sich untereinander nicht auf die Verteilung einigen. Laut Behauptungen war Nazari, während er in Europa gesucht wurde, mit Hilfe des ehemaligen Innenministers Mehmet Ağar in die Türkei gekommen. Er erhielt die türkische Staatsbürgerschaft, eine Waffenführungserlaubnis und kaufte sogar ein Fahrzeug mit Blaulicht. In Istanbul beruhigten sich die Spannungen zwischen den Gruppen, die im Einkaufszentrum aneinandergeraten waren, nicht. Bilal Shahrur, der das betrügerisch erlangte Geld nicht teilen konnte, und der Iraner Rahmi Taher trafen etwa einen Monat später aufeinander und plötzlich hallte die Gegend von Schüssen wieder. Nach der Auseinandersetzung wurden Bilal Shahrur, Tufan Yildirim und Mahmut Bürtek festgenommen. Der Aufenthaltsort von Nazari ist unbekannt. Das Verfahren, in dem sein Name nicht erwähnt wird, läuft noch. Gemäß dem Bericht der Vereinten Nationen befindet sich die Türkei weltweit an 2. Stelle bei der Beschlagnahme von Drogen. Wir können sagen, dass die Türkei ein Anziehungspunkt für Drogenbarone ist. Der Serbe namens Zeljko Bojanic, auch bekannt als Boris. Er steht auf der Liste der 45 meistgesuchten Verbrecher in Europa und wird mit einem roten Haftbefehl gesucht. Bojanic ist mit einem gefälschten Reisepass in die Türkei eingereist. Die Polizei lokalisierte seine Wohnvilla und führte einen unerwarteten Einsatz durch, der einem Film in nichts nachstand. Es bestand der Verdacht, dass der serbische Staatsbürger Rostomir Novicki mit Folter getötet und in seinem Garten begraben wurde. Die vermutete Leiche wurde jedoch nicht gefunden,
aber Bojanic wurde festgenommen. Der Niederländer Isaac Binyan, auch bekannt als Schwarz Mamba, wurde am 26. Juni 2023 bei einer Polizeioperation festgenommen und inhaftiert. Jedoch entkam er 3 Monate später aus dem Gefängnis mit einem Ausreiseverbot und Hausarrest. Als Adresse gab Kara Mamba eine luxuriöse Villa in Istanbul an. Er hatte einen Plan im Kopf und plante, mit einem Boot zu fliehen, aber die Polizei ließ dies nicht zu und schnappte ihn direkt nach Verlassen seiner Villa. Er wurde in sein Heimatland ausgeliefert. Australische Verbrechersyndikate haben die Türkei als ihren Ort zur Ansiedlung gewählt, der 15.000 Kilometer von Australien entfernt liegt. Sie nennen sich selbst Comanchero. Die Bande ist in zahlreichen organisierten Verbrechen wie Drogenhandel, Mord, Entführung, Raub und vielen anderen Aktivitäten involviert. Ihr erster Anführer, Mick Harvey, wurde im Jahr 2018 getötet. Sein Nachfolger, Mark Douglas, wurde 2022 in Nordzypern gefasst. Die Führung der Organisation übernahmen die türkischen Staatsbürger Hakan Ayuk und Duaks Ngakuru. Sie transportierten die aus Südamerika beschafften Drogen über Südkorea und Südafrika nach Australien, in die Niederlande und nach Hongkong. Die mit einem roten Haftbefehl gesuchten Hakan Ayuk und Duaks Ngakuru waren in der Türkei. Beide wurden bei einer Polizeirazzia festgenommen. Hakan Ayuk bewegte sich wie ein angesehener Geschäftsmann. Duaks Ngakuru, der wegen Geldwäsche und Drogenhandels gesucht wurde, hatte in der Türkei auch eine versicherte Anstellung. Er war Marketingverantwortlicher für eine Marke. Organisation in der Türkei, so viel sie hatten 22 Unternehmen gegründet, um illegal erworbenes Geld zu waschen. Milliarden Lira an Vermögenswerten wurden beschlagnahmt. Organisation in der Türkei, so viel sie hatten 22 Unternehmen gegründet, um illegal erworbenes Geld zu waschen. Milliarden Lira an Vermögenswerten wurden beschlagnahmt. Also, wer hat Rifkin geholfen, die Staatsbürgerschaft zu erlangen? Gemäß der Untersuchung der Staatsanwaltschaft war es ein ehemaliger Polizist. Dieser ehemalige Polizist, dessen Bruder stellvertretender Leiter des Polizeidepartements Ankara ist, hatte eine Firma für Immobilien- und Staatsbürgerschaftsberatung. Diese Firma war die, bei der Duaks Ngakuru, ein Angestellter, versichert war. Wir haben einen Blick auf die komplexe und oft geheimnisvolle Welt der Mafiabosse geworfen, die sich in der Türkei niedergelassen haben. Die Aktivitäten dieser Personen ziehen landesweit Aufmerksamkeit auf sich und werden von den Sicherheitskräften genau überwacht. Jedoch ist ständige Anstrengung erforderlich, um den Einfluss von Mafiastrukturen zu reduzieren und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal für mehr aktuelle und interessante Themen zu abonnieren. Auf Wiedersehen.